Freunde, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie frisch geduscht. Wer möchte nicht so riechen? Ja, das ist immer nice. Ihr kommt aus der kühlen, frischen Dusche. Es sei denn, ihr habt heiß geduscht, aber wir wollen noch keine Heißdusche, oder? Auf jeden Fall habe ich hier 12 Düfte, die auf jeden Fall sehr, sehr nice sind und so wie frisch geduscht riechen und auch so abkühlen, finde ich jedenfalls. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. So, wir fangen mit den ersten an. Ja, und der kommt von Hermes Age 24. Yes, das Eau de Toilette. Und das ist einfach frisch. Richtig schön frisch auf die Fresse. Ah, der ist herrlich. Ne, hat eine leichte Süße, klar, aber grundsätzlich sauber, schön, kühl, frisch, mit einer richtig schön leichten oder so einen leichten, fruchtigen Abgang. Nice. Ihr habt hier Narzisse und Muscatella-Salbei. Dieser Salbei ist nämlich dieses schöne, was ich so im Hintergrund, was mir richtig gut gefällt. Und ich finde auch, das ist ein Designer, der mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Ist dann leider auch schon ein paar Jahre her. Und dann, bei dem ist auch wieder so ein bisschen, ja, dem fällt auch nicht so viel ein im Designerbereich. Jedenfalls nichts Neues. Und hier, Hermes mit Age 24 hat in der Zeit oder zu der Zeit was kreiert, was anders war einfach. Der kam nicht sofort gut an, aber im Nachhinein dann war es einfach besser. Sein Hype ging ein bisschen höher und immer noch ein sehr geiler Duft. Ich habe das Eau de Parfum auch. Also überhaupt diese ganze Reihe kann man sehr, sehr gut tragen. Aber ich wollte euch jetzt das Eau de Toilette vorstellen und das ist nice. Also wenn ihr sowas steht, so ein bisschen salbermäßig, leicht süßig, aber frisch, kühl, clean, dann Age 24 von Hermes. Als nächstes haben wir dann den neuen Turati Electric. Yes, da haben wir ja, Birne, wichtig ist Birne, dann natürlich Grapefruit, wir haben dieses typische Fruchtige am Start und das ist ein süß, frischer, fruchtiger Duft. Süß, aber ich finde minimal und es ist ein günstiger Duft, den ihr so 35, 40 Euro bekommt, 100 ml und er hat natürlich ein großes Vorbild an, das ist der Blue Talisman, aber er ist ein bisschen spritziger, frischer, er hier. Und hat natürlich nicht so ganz so die Tiefe, aber er ist doch schon für den Preis nicht schlecht. Was ein bisschen schwächer ist oder was ein bisschen besser hätte sein können, ist die Haltbarkeit und die Charge. Die ist natürlich nicht so stark. Die ist übrigens bei Age 24 nicht schlecht. Daher reden wir von so 7 oder sagen wir mal lieber 6, 7 Stunden. Diese Haltbarkeitsangaben sind immer ein bisschen nervig, weil das ist bei mir anders. Ich muss so ein Zwischending sagen, aber im Endeffekt macht man die Haltbarkeit fast gar nicht zu erwähnen, weil sie bei jedem komplett anders ist. Hier reden wir von 3 bis 6, 7 Stunden. Wirklich eine Riesenspanne, weil das ist bei jedem anders und auf jeden Fall ist es aber ein schöner Duft und es ist wahrscheinlich mit einer der besten Alternativen zum Blue Talisman. Es gibt noch den Lattafa, wie heißt der, Art of Universe, aber das ist so die Club-Version, richtig süß. Zwar auch schon so die DNA vom Blue Talisman, aber eher ja, mehr süß auf die Fresse, so ein Club-Ding. Und deswegen, das passt jetzt hier nicht, aber der ist nicht schlecht für günstiges Geld. Als nächstes kommt der Salvatore Ferragamo F Black. Yes, F Black. Mann, wie lange habe ich den nicht rausgeholt? Und nicht vergessen, das ist wirklich der F Black, weil das ist hier der helle, der normale F ist mit roter Schrift. So, hier ist es sehr verwirrend, weil sonst alles gleich ist, aber dieser Duft kommt über Lavendel und Apfel und der ist super lecker. Ich hoffe, dass es ihn noch gibt, aber ich glaube ja. Aber so kühl, schön spritzig, auch leicht fruchtig durch den Apfel. Lavendel merkt ihr sofort, aber hier nicht diesen stinkenden Lavendel, sondern richtig so einen kühlen, klaren, sauberen Lavendel. Richtig nice. Alles so schöne Flakons, wo man hier alles sieht. Aber ein richtig schönes Teil. Der Flakon, ja, das ist natürlich, ne? Aber wer hat ihn nicht schon vorgestellt früher? Einige, ne? Auf jeden Fall ich, ganz am Anfang, der Jeremy als erstes, glaube ich, auf jeden Fall, das ist schon wirklich ein steiles Teil. Ja, der ist lecker. Also Lavendel und ein Apfel, so müsst ihr euch das vorstellen. Also richtig sauber, clean, lecker. So, da spielen bestimmt noch andere Faktoren, so ein bisschen natürlich, was heißt, ne? Auf jeden Fall andere Inhaltsstoffe, aber ich finde, das ist ein klarer, sauberer
Lavendel-Apfelduft. So, das ist dieser Duft. Er hat noch so ein bisschen pfeffrige Anklänge drin. Aber das ist so, ich finde, ja, vielleicht ist es das so ein Background, was man so wahrnimmt. Ist es auch nicht schlecht. Aber grundsätzlich das, was ich erwähnt hatte. So ist der F Black, bitte, Freunde, ne? F Black. So, der nächste ist der muss hier rein, Pacific Rock Moss. Und das ist so einer der schönsten sommerfrischen Düfte überhaupt. Oder auch Duschgel, nicht Duschgel, Duschdüfte, als wenn ihr so aus der Dusche, wie gesagt, kommt. So ein schönes Teil, so lecker. Er riecht einfach, ja, klar, sauber, leicht cremig. Und dann das Küstenmoos, was ich immer erwähne, hier ist Küstenmoos drin. Also ihr merkt wirklich die australische Küste. Oh, schöne Luft, warme Luft. So ist dieser Duft. Wirklich. Ihr müsst, also es gibt so viele Sommerdüfte. Es gibt so viele Düfte, die nach, ja, frischer oder frisch geduscht riechen, aber den müsst ihr haben. Diese leichte Fruchtigkeit, minimale Süße, dann diese Cremigkeit, dieses Moos, was da drin ist, was nicht schlimm riecht. Es erinnert nur einfach wirklich an einer Küste, sommerliche Küste, geil. Macht richtig urlaubmäßig Feeling, richtig geil. Pacific Rock Moss von Goldfield und Banks und hier haben wir eine Haltbarkeit von schon guten 7, 8 Stunden. Der ist schon wirklich gut. So, und der nächste ist von MFK, yes, 724, yes. Und da haben wir tatsächlich was Schönes, Frisches. Wir haben Adelheid oder was da drin ist. Wir haben Bergamotte und wir haben Maiglöckchen. Maiglöckchen gibt's nicht überall oder nicht so oft in Düften, aber das merkt ihr. Richtig schönes Teil. Ich habe gehört, das mag nicht jeder den Duft. Ich verstehe gar nicht, warum. Also MFK, Francis Kortjan, wenn richtig so nicht richtig ausgesprochen, aber erinnert das so an, ich glaube, ich mich nicht ganz täusche, an New York. Er hat das so inspiriert an New York City. Also die Stadt schläft ja nie, was stimmt auch nicht ganz übrigens. Auch an Times Square ist um 4 Uhr nachts manchmal wirklich tot. Tatsächlich. Man sagt das immer, aber in Amerika ist das mit hier wie in Deutschland und in Europa nachts feiern nicht unbedingt so angesagt. Selbst zur Silvesterzeit am Times Square, das geht so schnell irgendwann zu Ende, das glaubt ihr gar nicht. Das wird immer nur hier so gezeigt. Das ist nicht so. Natürlich 7, aber sagen wir mal so, im asiatischen Bereich ist 7 mal 4, also 7 Tage, 24 Stunden Action, ist im asiatischen Bereich viel mehr los. Also da gibt's ganz andere Städte. Aber das ist so ihr gewidmet. Er ist, glaube ich, immer unterwegs gewesen. 7 Tage, 24 Stunden, so nach dem Motto Hardcore. Und das ist New York City, wenn ich mich nicht ganz täusche, verbessert mich gern. Aber es ist egal. Der Duft ist ein frischer, klarer, kühler Maiglöckchen-Duft. So richtig kühl, so cremig durch dieses meiner Meinung nach Maiglöckchen, was eine schöne DNA ist, finde ich, oder beziehungsweise ein schöner Inhaltsstoff. Die Maiglöckchen mache ich gern, ist aber selten. Aber 724 kommt sehr, sehr selten zum Einsatz auch, aber weil der immer so hinten dran ist, man vergisst ihn. Leider vergessen ihn andere auch. Und das ist schade. Es ist ein sehr geiler Duft, unbedingt mal testen. So, als nächstes kommt ein Duft von Prada und es ist nicht der Prada L'Homme. Nein, es ist der Prada Pour Homme. Muss ich ein bisschen halten, weil es hier blendet. Prada Pour Homme. Ja, ich habe ihn nicht vergessen, weil ich kenne einen, der folgt mir sehr lange und der würde bestimmt jetzt sagen, hätte ich ihn jetzt nicht mit reingenommen. Wo ist denn der Duft? Und das ist natürlich auch ein geiler Duft, ne? Oh, das ist so geil. Also einfach frisch, sauber, lecker und wieder sexy. Prada schafft es immer wieder, Düfte zu kreieren. Ich glaube, das ist die einzige Brand, aber von allen, ich rede auch von Nischen, die einzige Brand auf der Welt, meiner Meinung nach, verbessert mich gerne in den Kommentaren, aber die einzige Brand, die wirklich richtig sexy Düfte kreiert. Finde ich. Da schwingt immer was mit, was richtig sexy ist. Wir haben hier zum Beispiel Kardamom am Anfang, Neroli, Bergamotte. Das ganze Zusammenspiel, vor allem mit den Kardamom, ist nice, weil es fast schon pudrig, cremig, frisch ist. So ist dieser Prada Pour Homme und ich hoffe, dass es ihn noch gibt. Und im Netz bin ich der Meinung, gibt es ihn zu 100% noch, aber es gibt ihn, glaube ich, offiziell auch noch, aber wahrscheinlich vielleicht, glaube ich, nur auf der Prada-Seite. Da war alles mal so ein bisschen so ein Hin und Her, müsst ihr mal gucken, aber ach man, lassen wir so stehen. Ich möchte einfach, dieser Duft ist
wie soll ich sagen, das Bild des Saubermanns, also fast noch sauberer als der Prada L'Homme. Wirklich, von der Frische her noch viel geiler. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. So, als nächstes kommt eine Brand, die einfach weiß, wie man Sommerdüfte macht. Wirklich, sie weiß, wie man Sommerdüfte macht. Und es ist natürlich Acqua di Parma mit Colonia Intensa. Yes, wow. Und ich habe den mal rausgeholt, weil wir haben hier Zitrone. Wir haben das typische, alles was so Zitrone, Bergamotte an Anfang, alles, ihr kennt das Spiel. Das alte Reinhard Helge Spiel. Insider. Auf jeden Fall so geil. Dazu holzig, frisch, klar, sauber gehalten. Und Acqua di Parma kann Sommerdüfte, das wissen wir. Sie sind nicht immer unbedingt so stark, der ist aber schon ein bisschen, das Intensa ist schon ein bisschen stärker, das hält also ganz gut. Aber es ist so richtig schön ausbalanciert durch was Zitrisches, was Holziges, was Klares, was Sauberes. Das macht diesen Duft für mich sehr interessant. Wir haben natürlich auch Leder, wir haben Myrrhe, Quatsch. Nehmen wir das zurück, das ist Bullshit. Wir haben Leder, wir haben Neroli. Neroli ist ein bisschen zu merken für Leute, die vielleicht nicht so Neroli mögen. Und das Leder, das macht es eben so ein bisschen aus. Aber wirklich ein Sommerduft, ne? Also ganz minimal. Ja, ist schon gut. Solltet ihr mal ausprobieren. Alle zeigen ja immer so typisch die hier, die blauen. Ja, das kann man machen, aber ja, frisch geduscht. Hier, sehr geil. So, und als nächstes kommt, ja, der Blue Talisman. Da haben wir ihn. Wir haben vorhin von den Blue Electric gesprochen. Warum habe ich jetzt beide reingenommen? Ja, für Leute, die das abgerundet haben wollen, dunkel, stärker ein bisschen, einfach, wenn ihr die testet. Ich habe ja, wie gesagt, alle Blue Talisman Düfte, sag ich mal, getestet mit den Original und das Original ist einfach am besten. Das ist nun mal Fakt oder Faktum, wie ich sage. Da kommt man nicht ran. Und das sagt mir natürlich wieder, dass es eben, ja, anders ist einfach, wenn man das Original immer kauft. Natürlich, wenn man nicht so viel Geld hat, dann ist das natürlich logischerweise in Ordnung, den zu kaufen. Oder ihr spart da drauf oder verkauft welche und holt euch dann so ein. Wie auch immer ihr das macht, aber man merkt einfach, dass das Original hier besser ist mit einem schönen, schweren, geilen, coolen Flakon. Und das ist ja, ich hatte ja schon erzählt, es ist ein sehr fruchtiger, frischer, cleaner Duft, der einfach von der DNA so beliebt ist. Der Duft ist so beliebt aber es ist auch schon nice. Und ich hatte ja eine Probe und das hat mir wieder gezeigt, dass die Probe einfach aus diesen Probedingern nicht gut ist. Es ist aus dem Flakon einfach fast eine andere, ja, DNA, würde ich schon sagen. Ein bisschen übertrieben, aber ich habe ja gesagt, dass der hier 90% ungefähr rankommt. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen wegnehmen, wenn man wirklich den Flakon hat und das Original. Und dann ist es einfach so, das ist schon noch ein bisschen anders und besser. Das muss man schon sagen. Aber wenn ihr wirklich dieses fruchtige, frische, cleane, saubere, geile, sexy und was gut ankommt haben wollt, dann den Blue Talisman. Einfach Faktum. Es ist einfach, da kommt nichts dran vorbei, was diese Ähnlichkeit für der anderen angeht. So, als nächstes Prada. Aber Prada L'Homme, yes. Oh, ich muss mal was trinken. Ich habe heute so wenig getrunken bis jetzt, obwohl es ist ja auch noch früh. So, hier Prada L'Homme. Ich halte mich jetzt kurz. Iris, sauber. Einmal da, das ist einfach wie frische Wäsche. So ist dieser Duft. Man kennt ihn. Das ist die alte Version. Ich weiß nicht, wie die hält gut. Ich weiß nicht, wie die aktuelle ist. Ich weiß auch nicht, wie die aktuelle mit dieser Iris so spielt. Aber es gibt ihn ja noch. Und Prada L'Homme, diese DNA ist einfach genial. Und hier haben wir den, ne, das ist, ich sag ja, übrigens Amber Pur Homme heißt er, ne? Ich vergesse das immer. Habe ich das vorhin gesagt? Amber Pur Homme. So, und hier haben wir den L'Homme. Oh, geil. Iris, cremig und frisch. So, Punkt. Weiter zum nächsten. So, und der nächste ist der Meteor von Louis Vuitton. Ja, frisch. Ihr habt die Bergamotte, ihr habt Neroli, ihr habt Zitrone, ihr habt dies alles aber mit Pfeffer unterlegt und dann so ein bisschen, ich sag ja mal Tragluft. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen kennt, Traglufthalle. Das wird ja, glaube ich, mich nicht ganz täuschen, mein Gott, im Winter
über die Schwimmbahn gemacht, diese Halle, und so riecht das irgendwie auch bisschen chlormäßig, nee, obwohl chlormäßig eher der Afternoon Swim ist, aber er erfrischt einfach. Es ist richtig, das ist wirklich wie aus der Dusche. Auch, also so richtig, man kommt sehr nah, bei den anderen auch, aber das ist schon fast sehr authentisch, muss man sagen. Und der geht so ein bisschen unter seinen ganzen Brüdern, ne, hier Afternoon Swim, Imagination und wahrscheinlich jetzt auch den Sun Song und so weiter. Ihr müsst Meteor unbedingt mal testen. Und dann gibt's natürlich noch die anderen Sommerdinge, aber hier Meteor, der wirklich gut hält. Und ja, sehr, sehr nice. So, als nächstes haben wir einen Duft. Missoni Wave. Ja, den habe ich noch mal rausgeholt, aber der wird jetzt eingestellt oder wurde eingestellt. Holt ihn euch jetzt noch, aber übertreibt es nicht und so weiter. Aber ihr müsst das doch erstmal leer machen. Guter Sprüher für so einen günstigen Duft. Jetzt ist er leider nicht mehr so günstig. Aber einfach nur frisch. Frisch, kühl, sauber, bisschen aquatisch, frische, also richtiger Duschgel-Duft. Aber schon richtig gut gemacht. Mit schweren Flakon. Und hier, Magnetverschluss, den habe ich mal 20 € für 100 ml oder 90, was das auch mal sind hier, ausgegeben. Ne, 75 hier, 100. Auf jeden Fall sehr nice. Kostet jetzt, glaube ich, 40, 15 Zwischenstunden, aber bald wird er ganz weg sein. Und wenn ihr sowas haben wollt, das wirklich schön frisch, fruchtig, aquatisch, duschgelartig, was eigentlich gut anräumt, mit guter Haltbarkeit, dann holt euch nochmal ganz schnell den Missoni Wave. So, Punkt. Und zum letzten geht's jetzt. Ja, und der letzte ist der Killer Instinct von Marc G. Bauer. Also mit den coolen Flakon. Und ich finde auch hier gleich mal vorweg ist die Haltbarkeit nicht unbedingt so schlecht, aber die DNA, ne? Ich finde, vielleicht ist das sogar einer der besten Marc G. Bauer Düfte, die man immer, ne, hört zu, immer tragen kann. Weil hier habt ihr einfach was Sauberes, minimal so cremig, clean, ja, einfach frisch. So, das ist wahrscheinlich, wird jetzt der frischeste Duft von Marc sein. Frisches, ich rede nicht von der Orange Flamingo, den ich feiere. Das ist noch ein bisschen, der ist ja sehr cremig mit sehr, sehr, sehr viel Orange. Aber hier, was so diesen Saubermann-Effekt angeht, mit Anzug oder auch nur mit T-Shirt oder im Garten rumlungern oder alles machen, das könnte mit den Killer Instinct. Und der kommt auch wirklich gut an. Weil ihr habt hier Lavendel, ihr habt Zeder, ihr habt was Holziges. Es ist alles so, was gut ankommt. Vor allen Dingen Zeder, dann Lavendel beruhigt so ein bisschen, was so grüne Noten, das sind so, ja, das passt eben alles, ne? Und ja, schönes Teil. Also bis jetzt der sauberste Duft, sagen wir mal so, finde ich. Ja, es gibt auch noch den Private Garden. Aber der kommt nicht so sauber rüber wie der Duft. Das ist nicht negativ gemeint, dass die anderen jetzt nicht unsauber sind. Das meine ich nicht, ihr wisst, ne? Und Killer Instinct ist schon da. Ich bin gespannt auf die anderen beiden Düfte, die da auf jeden Fall kommen. Da kommen ja 2 andere. Und da bin ich mal gespannt. So, schauen wir runter. Was habt ihr so an Duschdüfte, nicht Duschgel, Duschdüften, wenn ihr rauskommt? Was riecht für euch nach richtig frisch geduscht? Das schreibt mal unter. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann bin ich raus. Lasst mir gerne Super Thanks da und bis zum nächsten Mal, Freunde.